Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannte Binnenmigration, die ich schnittig auch Stadt-Land-Frust nenne. Und bevor die ersten AfD-Wähler schreien, dass die verdammten Binnenflüchtlinge uns nur unsere Jobs wegnehmen, muss ich natürlich dazu sagen, dass das vollkommener Blödsinn ist. Binnenflüchtlinge wollen uns nicht die Jobs wegnehmen, sondern sie nehmen uns die Jobs schon seit Jahrzehnten weg. Nur stammen diese bösen Binnenflüchtlinge eben nicht aus Syrien oder Afghanistan, sondern kommen noch von viel weiter weg, nämlich zum Beispiel aus Brandenburg, Sachsen oder Bayern. Und viele von denen sind trotzdem unserer Sprache kaum mächtig. Und ja, ich schaue dich dabei an, Sepp aus Niederbayern. Dabei ist Binnenmigration oder Binnenwanderung, wie sie auch genannt wird, keine neue Erfindung, sondern dieses Phänomen konnte man schon zu Beginn der Industrialisierung sehen, als sich in den Städten immer mehr Firmen ansiedelten und vielen Menschen nun eine Zukunft gaben. Denn in Berlin zum Beispiel gab es damals viel zu wenige Menschen, also wurden ganze Wohnungsviertel nur für die Arbeiter gebaut, damit Menschen zum einen damit nah an der Arbeit waren und zum anderen die neu zugezogenen Arbeiter sofort mit Wohnungen versorgt werden konnten. Dementsprechend ist in Berlin zum Beispiel die Siemensstadt nicht umsonst nach Siemens benannt worden, sondern weil Siemens genau das dort gemacht hat. Heute müsste dieser Stadtteil eigentlich umbenannt werden, denn in Siemensstadt noch jemanden zu finden, der auch bei Siemens arbeitet, ist genauso zeitraubend wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Und sogar den würde man vermutlich früher finden. Schon damals war das zum Nachteil der kleineren Städte und Gemeinden, wie auch heute. Wie zum Beispiel in Weißwasser, also echten Weißwasser, nicht dem aus Game of Thrones, sondern dem aus The Witcher. Aktuell liegt das Durchschnittsalter in Weißwasser bei über 50. Während sich die Zahl der Kitas und Schulen seit dem Ende der DDR halbiert hat, boomt die Pflegebranche. Ganze 15 Pflegeunternehmen gibt es in der 16.000 Einwohnerstadt. Selbst in der Alten Post ein betreutes Wohnen. Ganz viel hat zugemacht. Blumengeschäfte, Kleidungsgeschäfte, alles Mögliche. Merkt man auch, dass die Kaufkraft nicht da ist. Die ganzen öffentlichen Einrichtungen verlassen die Stadt, sage ich mal. Hier in der Gegend gibt es jetzt kein Kino und so weiter. Muss dann schon gucken, wo man überhaupt noch zum Arzt reinkommt. Also, weil jetzt viele Praxen eben schließen aufgrund des Alters, ja. Laut Prognose soll die Bevölkerung hier im Landkreis Görlitz bis 2035 um ein Fünftel abnehmen. Und durch die Binnenmigration kommt es dann ganz schnell zu einem Teufelskreislauf wie in Weißwasser. Denn junge Menschen verlassen nun das Land, um in einer größeren Stadt eine Ausbildung machen zu können oder um zu studieren. Doch bleiben sie dann meistens in dieser Stadt und fehlen dann in ihrer Heimat. Denn mit weniger Erwachsenen, die Kinder haben, werden immer mehr Kitas und auch Schulen irgendwann geschlossen. Die Menschen, die bis dato noch geblieben sind, treibt aber genau das dann wieder raus aus den Kleinstädten hin zu den Großstädten. Nur ohne Nachwuchs und Fachkräfte können auch Firmen in den Dörfern nicht mehr überleben und ziehen dann ganz schnell dort weg. Gerade Berlin ist hier bei uns im Osten ein Synonym geworden für die Binnenwanderung. Denn Berlin strahlt wie ein Leuchtturm in einer oft konjunkturell hinterherhinkenden Gegend, wenn es darum geht, Jobs oder Ausbildung anzubieten. Und so ziehen immer mehr Menschen aus dem Berliner Einzugsgebiet hierher, weil sie sich bessere Arbeitsbedingungen erhoffen oder um einfach mehr Gehalt für denselben Job zu verdienen, der meistens in ihrer Heimat schlechter bezahlt wurde. Nicht umsonst wandern jährlich tausende Comedians unter anderem aus Niedersachsen aus und suchen dann ihr Glück in Berlin. Nur um am Ende in der Prostitution oder an der Nadel zu hängen, weil sie dann zur Schande ihrer Familie beim Sat.1 Frühstücksfernsehen arbeiten müssen. Also Vorsicht, wenn ein zwielichtiger Typ dich am Busbahnhof am Kurfürstendamm anspricht, es könnte Max Konze sein, noch Geschäftsführer von Pro7 Sat.1, der hier übrigens auf dem Bild dir zeigt, in welcher Haltung er immer die Nächte im Sanatorium verbringt. Zurückbleiben aber dann die Alten, die nicht mehr die Mobilität haben wie die Jungen oder es sich auch gar nicht erst leisten könnten, in eine Großstadt zu ziehen, selbst wenn sie wie in Ahrensfelde vor den Toren Berlins leben. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als ob Ahrensfelde die Überalterung droht. Nachwuchs gibt es jede Menge. Diese Kindertagesstätte musste gerade erst erweitert werden. Doch Bürgermeister Wilfried Gerke sieht in dem Gebäude nicht nur eine Kita, sondern auch ein zukünftiges Altersheim.
Als Kita soll das Haus nur vorübergehend dienen. Später soll aus dem Spielzimmer einmal ein Speisesaal für Senioren werden. Und die Gruppenräume sind so zugeschnitten, dass sie sich auch als Zwei-Zimmer-Appartements nutzen lassen. Kindertagesstätten zu Altersheimen. Eine ungewöhnlich vorausschauende Idee. Ahrensfelde und viele andere Gemeinden im sogenannten Speckgürtel um Berlin herum hatten selber eine massive Binnenmigration zu Beginn der 90er Jahre. In dieser Zeit sind viele Familien aus Berlin rausgezogen, weil es einfach günstiger war, in zum Beispiel Falkensee, Ahrensfelde oder Großbeeren zu bauen. Nur sind diese Menschen fast alle gleich alt. Was damals super war, wird nun zu einem Problem. Denn damit wird auch eine große Gruppe fast zeitgleich zu Rentnern. Damit sind dann verhältnismäßig mehr Menschen auch gleichzeitig irgendwann pflegebedürftig. Nur stellt das diese kleinen Gemeinden vor noch größere Probleme, denn wer soll diese pflegen, wenn noch die Alten da sind? Dieses Vergreisen betrifft aber eben nicht nur ein paar Gemeinden im Berliner Speckgürtel, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle Bundesländer hier bei uns im Osten. Und das fördert den Frust und das Gefühl, einfach zurückgelassen worden zu sein. Nicht nur von den Enkeln, die nie anrufen, sondern vor allem auch von der Politik, die dem jedoch irgendwann machtlos gegenübersteht. Denn wenn wir schon in Brandenburg sind, steht in der Brandenburger Verfassung nicht nur, dass man nie, aber auch niemals mit Berlin gemeinsam einen Flughafen bauen sollte, sondern auch, dass in allen Landesteilen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erschaffen und zu erhalten sind. Nur wie soll das in einem 700 Einwohnerort wie Hohensaaten funktionieren, der innerhalb von 20 Jahren die Hälfte seiner Einwohner verloren hat, wo es kaum noch Ärzte gibt und geschweige denn einen zweiten Bus, der die Menschen zum nächsten Nahkauf 5 Dörfer weiterbringen könnte. Auch weil das Geld fehlt für diese Investition. Denn man ist ja nicht Tesla. Und wenn wir gerade zufällig von Tesla sprechen, Tesla ist ein gutes Gegenbeispiel. Also nicht, wenn man plant, eine Firma zu gründen, die nicht innerhalb von 5 Jahren 4 Milliarden verbrennt und noch nie einen Jahresgewinn erwirtschaftet hat, sondern um zu zeigen, dass es eben auch anders gehen kann. Die Produktion geht nach Brandenburg. Grünheide punktet mit der Nähe zur Hauptstadt und dem Flughafen BER. Hier stehen große Industrieflächen zur Verfügung. Tesla will grüner werden und Brandenburg produziert genügend Ökostrom. Bisher hat Tesla hochautomatisierte Fabriken in Amerika und China. In Brandenburg sollen in Zukunft Batterien, Antrieb und ein neues SUV-Kompaktmodell gebaut werden. Das passt in die strategischen Planungen von Brandenburg, die das neue Werk mit Subventionen im Rahmen des EU-Rechts fördern. Es ist eine Investition in die Zukunft für unser Land. Eine Investition in Zukunftstechnologien, sowohl Elektromobilität als auch Speicherung von Energie, Batteriefabriken. Scheiße, hat ihm jemand wirklich gesagt, dass da ein Flughafen zur Verfügung steht? Das wird dann spätestens 2021 zu der einen oder anderen komischen Frage führen. Also fassen wir einmal zusammen. Die Binnenmigration stellt uns vor gigantische Herausforderungen. Nicht nur demografisch, sondern auch politisch. Denn wenn Gemeinden zu Geisterstädten mutieren, frustriert das auch den letzten Einwohner. Dabei machen viele Unternehmen den Fehler zu glauben, dass sie unbedingt in die Großstadt müssen. Und sei es nur, wie in Berlin, wegen dem Prestige in einer Hauptstadt zu sein. Irgendwo sitzt gerade Bonn und schaufelt sich die Eiscreme rein. Nur ist das eben der falsche Weg. Klar, in Berlin gibt es 3,5 Millionen Menschen und damit 3,5 Millionen potenzieller Kunden und 3,5 Millionen potenzieller Mitarbeiter. Aber buhlen hier eben nicht nur 5 Großunternehmen um diese 3,5 Millionen Menschen, sondern über 50.000 Großunternehmen. Während viele Gemeinden die Infrastruktur hätten, die diese Firmen suchen. Wie Grünheide. Denn Tesla zieht Mitarbeiter an. Diese brauchen Einkaufsläden, Restaurants, Kinos und Kitas. Und schon boomt eine einst tote Stadt. Klar, wenn dann die Roboter Einzug halten, wird es halt auch einen Roboter-Sexsklavenstrich in Grünheide geben, aber das muss ja nicht negativ sein. Anstatt in einer Großstadt unterzugehen im Meer der Großen, sollten sich Unternehmen viel mehr überlegen, ob es nicht nachhaltiger für das Unternehmen selber wäre, einen anderen Weg zu gehen. Einen Weg, den schon viele junge Menschen wieder gehen. Menschen, die die Anonymität der Großstädte satt haben und lieber wieder in einer familienfreundlichen Gemeinde leben wollen. Für Unternehmen ist das ein ungenütztes Potenzial, nicht mehr nur eins von 100.000 Unternehmen aus einer Großstadt zu sein, sondern die Nummer 1 zum Beispiel dann aus Weißwasser zu sein.
Denn die alten, gefrusteten Bewohner von heute können so ganz schnell die stolzen Bewohner dieser kleinen Städte werden. Und dann könnte am Ende jede Gemeinde darüber sagen: Es ist eine Investition in die Zukunft für unser Land. Selbst direkt nach der Wiedervereinigung haben wir eine riesige Ost-West-Wanderung erlebt, bei der rund 1 Million Menschen zwischen 1989 und 90, die vermutlich einfach scheißfroh waren, auch mal aus dem Osten rauskommen zu können, gen Westen zogen, während nur knapp 50.000 damals den anderen Weg nahmen. Gab damals halt nicht viele Firmen, die man bei der Treuhand billig kaufen konnte und dann abbauen und gen Westen wieder verkaufen konnte. Selbst heute verlassen viele junge Menschen ihre Gemeinden immer noch, weil sie sich in Großstädten bessere Wohnungsverhältnisse erhoffen als in den Geisterstädten, zum Beispiel in der Brandenburger Pampa. Denn, und auch hier kann ich aus eigener Erfahrung berichten, was gibt es Schöneres, als dass man endlich mal in einem 18-stöckigen Wohnhaus in Marzahn leben und die Nachbarn aus dem ersten Stock beim Geschlechtsverkehr hören kann. Und da die Wände so dünn sind, dass man, wenn man eine Salamischeibe an der Wand treibt, durch selbige schauen kann. Immerhin erspart das auch das eigene Abo vom Beate Uhse TV. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.